Hochspannungsmast Nummer 92, einer von über 300 neuen Stahlkolossen entlang der Stromtrasse Koblenz-Bitburg. Die ganze Energiewende an sich, ist so ein bisschen auch bei uns auf der Baustelle so die Operation am offenen Herzen. Wir haben sehr viele Baustellen gleichzeitig. Also es ist schon so, dass man dann vom Personal her gucken muss, dass man die Leute rankriegt. Und natürlich auch Material. Also wir haben dann Materialvorlaufzeiten bis zum halben Jahr oder Jahr, was man vorbestellen muss. Und wenn man eben mal mitkriegt, okay, da ist irgendwas, passt nicht und muss nachgefertigt werden, das dauert dann eben. 105 Kilometer Hochspannungsfreileitungen werden nördlich der Mosel erneuert. Der Strom soll trotzdem weiter fließen, wenn es sein muss, auf dem Boden. Da ist 110 kV drauf auf der Leitung. Und darum ist auch der Zaun drauf. Und es ist nicht ganz ungefährlich, da jetzt reinzulaufen und sich das direkt anzugucken. Wird das Gelände schwierig, geht es in die Luft. Einsatz für den Helikopter. Das Schwierige wird sein, die Konzentration hochzuhalten. Es ist halt kein Arbeitsplatz mit Spielraum für viele Fehler. Das heißt, wir sollten da irgendwie zusehen, dass wir alle Sinne beieinander haben. Wenn irgendwelche Sachen nicht passen, dann brechen wir ab. Sommer 2023. Anfahrt zu den Baustellen im zweiten Bauabschnitt der neuen Hochspannungsleitung zwischen Koblenz und Bitburg. Markus Hager, Janina Heidel und Jonas Bertges vom Übertragungsnetzbetreiber auf Visite. Über 300 Strommasten werden auf der 105 Kilometer langen Trasse neu gebaut. Wo immer es geht, nutzen die Leitungsbauer die alten Maststandorte. Das beschleunigt die Genehmigungsverfahren, vermeidet Konflikte mit den Anwohnern, schont die Natur und ist einfach wirtschaftlicher. Dazu kommt: Teilweise sind die Leitungen schon sehr alt, von 1928. Und abgesehen davon ist der Bedarf sehr groß, den Windstrom und auch den Solarstrom, beispielsweise vor allem aus der Eifel und auch aus dem Hunsrück, entsprechend abzutransportieren. Muss einfach was Neues, was Größeres her, was dann eben auch wieder in der Zukunft ein paar Tage Bestand hat. Jonas Bertges ist für die Sicherheit auf den Baustellen verantwortlich. Ich kontrolliere das stichprobenartig, zeige Präsenz auf der Baustelle, spreche Mängel offen an und die werden auch immer direkt mit abgestellt. Das ist mit den Firmen, mit denen wir über längere Jahre schon zusammenarbeiten, ein sehr guter Austausch. Das bedeutet für mich persönlich, dass ich eine hohe Präsenz auf der Baustelle aufzeigen muss. In dem steilen und felsigen Gelände der Eifel ist das Ausheben der Fundamentgruben besonders aufwendig. Schließlich müssen die neuen Fundamente das Gewicht der Masten samt Kabel und Isolatoren tragen. Das können bis zu 120 Tonnen pro Mast sein. Jedes Fundament muss also etwa 20 bis 30 Tonnen senkrechte Last tragen. Dazu kommen die Zugkräfte, die in Extremfällen an den Stromleitungen ziehen können. Deswegen werden die Fundamente für mehrere 100 Tonnen Belastung ausgelegt. In dem schwierigen Gelände reichen nur gegossene Fundamente nicht aus. Hier wird praktisch ein neuer Mast auf ein Fundament gestellt, was mit sogenannten kleinen Verpresspfählen in der Tiefe verankert wird. Da sehen wir gerade im Hintergrund, wird unten praktisch eine große Bodenplatte schon mal als Sauberkeitsschicht vorbereitet, wo man dann eben auch sauber die Bohransatzpunkte aufzeichnen kann und entsprechend dann auch bohren kann. Die Löcher für die Verpresspfähle bohren die Spezialisten im Trockenbohrverfahren. Dabei wird der Bohrstaub mit Druckluft aus dem Bohrloch geblasen. Was aussieht wie eine Riesensauerei, ist in Wirklichkeit verhältnismäßig umweltfreundlich.
Spült man den Staub mit Wasser aus dem Bohrloch, würde der entstehende Schlamm weit fließen. So bleibt der größte Teil des Staubes in der Nähe der Bohrung. Bohrgeräteführer Dusko Knežević ist seit über 10 Jahren dabei. Ein Knochenjob? Nee, geht nur ein bisschen dreckig, aber ist okay. Siehst du, nur mit der Maschine. Für mich ist es okay. Gott sei Dank ist gut Wetter diese Woche noch. Noch 2 Tage und fertig. 3 Tage dauert es noch. Dann haben Dusko Knežević und seine Kollegen hier 4 Fundamentgruben ausgehoben und 40 Löcher gebohrt für einen neuen Strommast. Auf der ganzen Leitung bauen wir 122 Maste neu. Das sieht man schon in Mastunterteil stehen. Also man sieht schon, die werden ein ganzes Stück größer als die alten. 10 Kilometer weiter westlich sind die Fundamente schon gegossen. Nun setzen die Leitungsbauer die Mastunterteile auf die Fundamente. Die Monteure bringen die 4 Mastfüße mit hydraulischen Handpressen in Waage. Erst dann wird der unterste Mastabschnitt befestigt. Trotz perfekter Planung, nicht alles läuft so glatt wie gewünscht. Und wo das Rahmen drin war, hat es nicht gepasst. Wir mussten die Eckstelle noch mehr zusammenschieben, damit wir den Mast rauskriegen. Und jeweils halt diese 8 cm, was uns dann gefehlt hat. Das ist ein Mastunterteil. Ja, Mastunterteil. Das wird aufgestellt, betoniert und daraufhin wird ja der ganze Mast gebaut. Das Schwierigste ist, alle zusammen so koordinieren, dass man sich nicht gegenseitig stört. Weil manche wollen ausschachten, die anderen wollen schon vormontieren. Der dritte will hier den Weg bauen, Steilmatten, der vierte will schottern. Halt alle Subunternehmer so koordinieren, dass man sich nicht gegenseitig im Wege steht. Also wenn die Jungs fertig sind, wird betoniert, verfüllt. Dann kommt der nächste Subunternehmer, der Mastvormontage macht. Dann wird nach und nach gestockt und ein Turm aufgebaut. Ein Jahr später, Sommer 2024, Mastpunkt 92. Hier wird einer der 122 neuen Hochspannungsmasten des 2. Bauabschnittes gestockt. So heißt es, wenn die vorgefertigten Mastteile aufeinandergesetzt und verschraubt werden. Bauleiter René Schall hat eine anstrengende Zeit hinter sich. Bauarbeiten sind mit widrigen Umständen gestartet. Wir hatten anfangs einen Mangel an Teilen, an statischen Zeichnungen. Das konnten wir peu à peu aufarbeiten und wir sind jetzt eigentlich wieder im Zeitplan. Was gerade leider nicht so gut läuft, ist die Freischaltung der Stromkreise. Ist eine Hochspannungsleitung freigeschaltet, fließt dort kein Strom mehr. Das hat weitreichende Konsequenzen. Also wir müssen ja immer, wenn wir am Stromkreis arbeiten, der muss ja frei sein, darf kein Strom drauf sein, das liegt auf der Hand. Und wenn das dann natürlich aber mehrere Leute machen, dann wird es irgendwann eng im Netz. Ne? Kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Autobahnbaustelle. Ne? Wenn ich die bauen muss, klar muss ich sie sperren, habe ich eine Umleitung. Kann ich die Umleitung nicht sperren, kann ich da schon mal nicht arbeiten. Ne? Dann habe ich daneben noch eine andere Straße, die ist auch gesperrt. Die kann ich aber auch nicht über die gleiche Umleitung schicken, weil die ist ja schon voll. Ne? Und so haben wir halt so ein, ja, Schwierigkeiten halt mit unseren relativ kurzen Bauzeitenfenstern dann eben die Leitung so umzusetzen. Keine leichten Bedingungen für einen zügigen Netzausbau. Nicole Korycinski von den Freileitungsbauern ist das gewohnt. Wir haben natürlich einen Baustopp im Winter einkalkuliert und wegen der Topografie, dass es halt ein bisschen dass es halt Erschwernisse gibt. Aber es ist halt, der Leitungsbau ist halt aber, man plant alles und dann wird alles wieder am Haufen geworfen, man plant alles wieder neu. Das Problem ist, wir haben ja hier keine Linienbaustelle, sondern wir beginnen dort und wir beginnen dort. Wir müssen mal schauen,
wo ist der Stahl da, wo sind die Statiken vorhanden und welche Freigaben sind schon erteilt. Deshalb kann es sein, dass wir jetzt bei Mast 58 den ersten Mast haben und der nächste erst bei Mast 87 ist. Deshalb müssen wir halt immer die ganze Zeit hin und her springen. Die Mastsegmente wurden bereits am Boden vormontiert. Das schwerste wiegt fast 20 Tonnen, das leichteste um die 10 Tonnen. Ein Kran richtet die Segmente auf, der andere hebt sie in die Höhe. Auch die Eimer mit den benötigten Schrauben werden gleich mit nach oben geschickt. Dort, in 35 Metern Höhe, warten bereits die Freileitungsmonteure. Am Boden steuert ihr Kollege mit einem Seil die genaue Position des Mastsegments. Sobald die Monteure oben das schwebende Segment unter Kontrolle haben, übernehmen sie die genaue Ausrichtung. Wenn alle 4 Maststreben genau übereinander stehen, senkt der Kran das obere Segment endgültig ab. Der gesamte Mast wird mit mehreren tausend Schrauben zusammengehalten. Die meisten davon wurden für die Vormontage der Segmente am Boden verwendet. In der Höhe verschrauben die Hochleitungsmonteure immer noch gute 100 bis 150 Schrauben pro Verbindung. Spannende Minuten für Projektleiter Tanju Yilmaz. Dann Daumen hoch aus der Höhe. Das Besondere an den Leuten ist, dass es ein eingeschweißtes Team ist, die jahrelang zusammenarbeiten, wie man das auch beobachten kann, ohne viel Rumgeschrei und machen das auch nicht seit gestern, weil es ein gefährliches Gewerk ist. Es ist wichtig, dass das Hand in Hand geht und auch nicht viel Kommunikation in dem Sinne benötigt. Es muss eine Erfahrung mitspielen. Die Freileitungsbauer kommen aus der Türkei und sind gerade in der Eifel auf Montage. 9 Monate arbeiten sie in Deutschland. Dann geht es für 3 Monate wieder zurück zu den Familien in die Heimat. Die schwere Arbeit in luftiger Höhe ist für sie nichts Außergewöhnliches. Ja, ist schon zum Vorteil, wenn man aus gebirgigen Gegenden kommt, wie jetzt auch die Monteure aus dem Schwarzen Meergebiet der Türkei. Die kennen das nicht anders, sind als Kind schon auf Bergen und auf Masten rumgeklettert. Das ist eine Arbeit, die sie aus Überzeugung machen, die denen auch Spaß macht. Mit 2 großen Karabinerhaken sichern sich die Monteure an den Stahlverstrebungen. Unverzichtbar bei den Arbeiten in der Höhe. Wenn man sie fragt, ob 100 oder 150 Meter, ist dann im Endeffekt egal. Also wenn die Höhen einmal überschritten sind und die Routine eintritt, also die Arbeit an sich, vergisst man wohl die Höhe. Ich persönlich bei gutem Wetter bin auch schon meine 80 Meter gestiegen. Es macht Spaß, aber arbeiten musste ich am Ende nicht. Der Aufstieg alleine war schon sehr anstrengend für mich, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Gerade mal eine Viertelstunde dauert es. Dann haben die Freileitungsmonteure den mittleren Mastabschnitt mit dem Rest verschraubt. In gut 50 Metern Höhe warten sie jetzt auf den letzten Abschnitt, die Mastspitze. Noch einmal heißt es vorsichtig Gas geben in luftiger Höhe. Dann sitzt alles. Freileitungsmast Nummer 92 ist fertig. Entlang der Trasse zwischen Koblenz und Bitburg werden über 300 alte Masten abgebaut und zerlegt. Mit einer hydraulischen Schere knabbert sich der Bagger durch die alten Stahlträger. Also hier demontieren wir die alte BL 2326. Das war die erste 200 kV-Verbindung auf der Welt. Also die Masten, diesen Mast, den wir jetzt hier hinten sehen, der ist knapp 100 Jahre alt. 100 Jahre gestanden und der wird jetzt ausgetauscht. Hinter dem Bagger sieht man quasi den neuen Mast für die Deutsche Bahn, wo dann von unserer 4225, von unserer Leitung, die Bahn mitgeführt wird und die kriegt dann hier unten ihre Einschlaufung in das Bahnnetz. Den ganzen historischen Schrott zu entfernen, wird noch mal viel Mühe und Kraft kosten. Ja, und der wird dann klein gemacht, wird im Kran runtergehoben
wird dann hier in die dichten Container gepackt. Hier unten liegt überall Vlies, weil da gibt es Ablatzungen, die werden dann quasi alle eingepackt. Nachher wird dann mit dem Sauger alles hier abgesaugt, dass wir das Feld dann quasi wieder ohne Querkontamination verlassen. Sobald ausreichend neue Hochspannungsmasten hintereinander stehen, kann das Leiterseil eingezogen werden. Leiterseil, so nennen die Spezialisten das Kabel, das später den Strom leiten soll. Der neue Mast steht hier halbfertig rechts neben dem alten. Die ist in Betrieb, ja. Natürlich muss da immer entsprechend drauf geachtet werden, dass man entsprechend Abstand halten, ne, von der spannungsführenden Seite da. Ne. Aber Abstände groß genug sollte kein Problem sein da. Ne. Das stählerne Hilfsseil wird von einem leichten Vorseil gezogen. So gelangt es über mehrere Masten zur ziehenden Maschine in ca. 2 Kilometer Entfernung. Die ziehende Maschine ist momentan auf der Gegenseite. Die müssen natürlich miteinander sprechen, da, damit alles reibungslos abläuft. Ne? Das Vorseil wurde am Boden von Mast zu Mast gebracht und dort eingehakt. So kann das Hilfsseil über mehrere Masten gezogen werden, um schließlich das Leiterseil aufzunehmen. Das ist das Leiterseil, das neue, ne? Und hier haben wir nochmal Zwischenschlaufe drin mit Wirbel, damit es sich entsprechend gut ausdreht. Ne? Während dem Ziehen verdreht sich das. Ne? Wo wir aufpassen. Ja. 3. Zentimeter für Zentimeter bewegt sich das Hilfsseil zurück, zieht das tonnenschwere Leiterseil zu den Masten hoch und weiter bis zur ziehenden Winde in 2 Kilometern Entfernung. Eine zusätzliche Führung hält das Seil unter Kontrolle. Sollte es irgendwo haken, müssen Wladimir Meider und seine Kollegen sofort reagieren, denn es wirken enorme Kräfte an den Winden. Ja, langsamer. Ja. Wir haben hier auf den Bündel inzwischen Zugkräfte von 3,5–4 Tonnen pro einzelne Phase. Das heißt, dann das Ganze mal 4 da oben an jedem Punkt. Und das wird hier abgefangen über die Verankerung da. Ne? 16 Tonnen also. So viel wie das Gewicht von 16 Kleinwagen ziehen hier an den Winden. Eine der größten Schwierigkeiten für die Freileitungsbauer ist es, den Stromfluss entlang der Trasse durchgehend zu gewährleisten. Das heißt, es müssen immer ausreichend Leitungen Strom führen. Manchmal müssen sie dafür die stromführenden Kabel provisorisch auf der Erde verlegen, so wie hier hinter dem Bauzaun. Dort liegt das Baueinsatzkabel. Das Baueinsatzkabel, da laufen ja hohe Ströme drüber und das wird ja warm. Und wenn das zugewachsen ist, ist die Belüftung vom Baueinsatzkabel nicht mehr gewährleistet. Oder Pflanzen, die sich da irgendwo dann da festmachen an dem Baueinsatzkabel, das sollte verhindert werden. Deswegen überprüfen die Leitungsbauer regelmäßig die Situation vor Ort. Eine kleine Drohne ist ihr wichtigstes Werkzeug. Mit der fliegenden Kamera schauen sie sich Baueinsatzkabel und Bewuchs an. Da siehst du es ganz deutlich. Hier sieht man jetzt die Strecke vom Baueinsatzkabel und hier sieht man dann auch den Bewuchs, der dann entfernt werden muss. Ohne Drohne wäre der Aufwand für die Bestandsaufnahme enorm. Ich muss jetzt nur gucken, wo die Drohne ist. Einfach reingehen geht nicht. Da ist 110 kV drauf auf der Leitung. Und darum ist auch der Zaun drauf. Und es ist nicht ganz ungefährlich, da jetzt reinzulaufen und sich das direkt anzugucken. Weil wir gucken jetzt nach dem Bewuchs von dem Baueinsatzkabel. Und wenn das zu sehr zugewachsen ist, dann muss eine Freischaltung her und dann darf man erst rein. Das wird noch ein paar Tage dauern, denn alle im Netz Beteiligten müssen der nötigen Freischaltung zustimmen.
Schließlich muss eine Umleitung für den Strom gefunden werden. Wuchernde Büsche sind nicht das Einzige, was den Leitungsbau verzögert. Das Besondere hinter mir ist, da haben wir einen Bereich, wo der Schwarzstorch jedes Jahr nistet. Und der Schwarzstorch in einem Schutzbiotop, wie wir das hier haben, FFH-Gebiet, hat natürlich eine besondere schützenswerte Rolle. Das musste dann bei uns im kompletten Bauablauf eingeplant werden. Sprich, wenn der Schwarzstorch im Februar wieder kommt, dann sein eingestammtes Nest wieder aufsucht, dann haben wir hinten an 4 Masten Baustopp. Da dürfen wir uns nicht mehr bewegen, dürfen wir nicht mehr weiterbauen und müssen dann warten bis September, meistens Ende September, bis der dann wieder mit dem Nachwuchs ausgeflogen ist. Und dann können wir dann dort in diesem Bereich wieder weiterbauen. Dann haben wir natürlich das Problem, wir kommen direkt in die kalte Zeit rein. Ne? Und wenn dann der Bast beispielsweise vereist ist, dann kann er nicht weiter gestockt werden, können keine Seile gezogen werden. Das stellt uns halt vor gewisse Herausforderungen, aber die haben wir hinten dann auch größtenteils schon gemeistert. Wo genau sich das Nest befindet, bleibt geheim. Schließlich soll der Schwarzstorch nicht durch Hobbyornithologen gestört werden. ...20 Kilometer weiter Richtung Koblenz. Mast Nummer 84. Die Leitungsbauer warten auf Hilfe aus der Luft. Ein Hubschrauber soll die leichten Vorseile über ein unzugängliches Tal ziehen. Das Vorseil hier über den Boden zu transportieren, wäre extrem aufwendig. Das ist ja an sich ein seltener Schritt, dass man das im Hubschrauber macht. Wird das Vorseil auch von Hand eingezogen. Für mich persönlich ist das jetzt hier auch die erste Baustelle, wo wir das machen. Ja. Hier wegen dem langen Feld hat man sich dann für einen Hubschrauber entschieden. Aber so ein Hubschrauber ist natürlich teuer. Ne? Also das ist von der Wirtschaftlichkeit natürlich nicht abzubilden. Deshalb wird es nach wie vor nur in solchen Ausnahmefällen gelten gemacht. Das gelbe Vorseil haben die Monteure schon per Hand auf den Mast gezogen. An der Spitze des Mastarms bereitet ein Monteur seinen Arbeitsplatz und das Seil für die Übergabe an den Hubschrauber vor. Mit dem gelben Nylonseil ziehen die Leitungsbauer später das stählerne Hilfsseil auf die Masten. Der Hubschrauber ist 7 Kilometer nördlich im Industriegebiet Kaisersesch stationiert. Leonhard Thielmann und Benjamin Zettel sind samt Hubschrauber extra aus Berlin angereist. Der Pilot und der Helikoptermonteur bleiben nur für den Vorseilzug in der Eifel. Ja, das Schwierige wird sein, die Konzentration hochzuhalten. Wir haben auch leichte Böen heute, das heißt, wir werden auch darauf ein bisschen achten müssen. Es ist halt nicht kein Arbeitsplatz mit Spielraum für viele Fehler. Das heißt, wir sollten da irgendwie zusehen, dass wir alle Sinne beieinander haben. Und das Zusammenspiel mit den Leitungsbauern ist halt auch sehr entscheidend. Wenn irgendwelche Sachen nicht passen, dann brechen wir ab. Dann legen wir die Last ab und beenden den Einsatz. Vor jedem Flug wird der Auslösemechanismus getestet. Er ist die Lebensversicherung bei dieser heiklen Aufgabe. Und wir hocken uns eigentlich auch permanent drunter und gucken, dass alles in Ordnung ist. Mehr reingucken kann man nicht. Aber das ist auch alles überdimensioniert ausgelastet. Also jetzt von dem, was das Material ab kann, von den Gewichten. Die 170 Kilo ist jetzt so viel nicht. Das Plastikseil, das Vorseil ist ja jetzt auch nicht so schwer. Also das kann schon wesentlich mehr ab, als das, was wir heute damit machen. Vertrauen in die Technik gehört wohl zum Beruf. Kurz nach 14 Uhr verlässt der Hubschrauber den Startplatz im Industriegebiet Kaisersesch. Fünf Minuten nach dem Start erreicht der Hubschrauber das 7 Kilometer entfernte Ziel. Hochspannungsmast Nummer 84. Pilot Leonhard Thielmann ist jetzt auf seinen Helikoptermonteur angewiesen, denn nur Benjamin Zettel hat den freien Blick nach unten auf den Mast. Die Verständigung läuft über den Bordfunk.
Zentimeter für Zentimeter dirigiert Benjamin Zettel seinen Piloten an den Mast heran. Dann kann der Monteur den Haken fassen und befestigt das gelbe Vorseil. Okay, der Kollege hat den Haken, das Seil ist eingehakt und wir gehen langsam nach vorne weg. Plötzlich bleibt das Seil am Boden hängen. Eine kurze Schrecksekunde, dann läuft es wieder. Das Team aus Heli und Leitungsbauer ist auf solche Störungen vorbereitet. Wir merken quasi unmittelbar am Hubschrauber, dass mehr Zug drauf ist und dass das Seil straff wird. Und dann meistens haben wir dann auch schon die Info vom Boden aus, dass quasi das, was nicht passt, dass irgendwas hängt oder irgendwas nicht funktioniert. Die Rollen, auf denen das Seil gewickelt ist, die sind manchmal nicht ganz sauber und akkurat gewickelt, sondern ein bisschen kreuz und quer und keine Ahnung. Und dann kann es sein, dass eine Wicklung vielleicht irgendwo unter einer anderen liegt und dann stramm gezogen wird und sich nicht richtig abwickeln kann. Doch das Seil läuft gut. Leonhard Thielmann und Benjamin Zettel fliegen es über das Tal. Auf der anderen Seite wartet schon der erste von 4 Masten. Das Heli-Team fliegt so an den Mast heran, dass die Monteure das Seil direkt greifen können. Haben sie das Seil, hängen sie es in die Rollen am Mastarm ein. Für den Heli geht es mit dem Vorseil weiter zum nächsten Mast. Wir fliegen viel zusammen, machen viel so eine Arbeit zusammen und da spielt man sich natürlich als Team gewissermaßen ein und findet dann halt auch die richtigen Worte. Es ist ein Teamwork, es funktioniert nur zusammen. Der eine muss sich auf den anderen verlassen können und da muss natürlich die Chemie auch untereinander stimmen. Aber so ein gewisses Minima an Vertrauen muss da sein, sonst ist es, glaube ich, sonst wird es Moroks. Also wenn man nicht das Gefühl hat, der andere ist bei der Sache, dann ist es irgendwie sehr unangenehm. Auf dem obersten Seitenarm des letzten Mastes warten die Monteure. Sie müssen das Seilende greifen, das der Heli am Haken hat. Das Manöver ist neben der Seilaufnahme das schwierigste beim Vorseilflug. Denn der Abstand zum Mast beträgt nur wenige Meter. Jede Sekunde in der Nähe der Stahlkolosse bedeutet Gefahr. Ein falsches Kommando, ein Flugfehler, eine plötzliche Windböe können fatale Folgen haben. Dann können die Monteure das Seilende vom Haken nehmen. Geschafft. 5-mal fliegen Leonhard Thielmann und Benjamin Zettel die Tour an diesem Tag. Die Schalt- und Umspannanlage Weißenturm bei Koblenz. Hier werden die überregionalen und regionalen Stromleitungen zusammengeschaltet. Mehrere Transformatoren heben oder senken die Spannungen der verschiedenen Leitungen. Auch die Freileitung aus der Eifel wird hier angeschlossen. Ende 2025 fließt zum ersten Mal Strom durch die neuen Leitungen. Es ist schon schön, wenn man dann so die Jahre lang plant und guckt mal hier, ob es passt und da die verschiedenen Probleme löst. Also es ist schon schön damit anzusehen, wie die Mastenden aus dem Boden wachsen. Man sieht, was man realisieren konnte in der Zeit, ne? Dass man peu à peu vorankommt. Und man kriegt natürlich auch das Feedback von beispielsweise Anliegern, sagen, boah, das hat echt gut geklappt, ne? Das funktioniert. Ja, man klopft sich dann selbst schon ein bisschen auf die Schulter, dass es dann doch irgendwann mal losgeht, ne? Und dass auch mal aus dem, was man jahrelang geplant hat, dass mal was wird draus. Ne? (2028) sollen die 105 Kilometer zwischen Bitburg und Koblenz vollständig unter Strom stehen.
Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.